Hat ein Mann die Bühne, der eine Ausstrahlung hatte, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Und da habe ich schon damals gedacht, so wie der redet, so möchtest du mal reden können. Ich klappte dieses Buch zu und hatte Tränen in den Augen. Okay. Weil ich dachte, du kannst hier nicht mehr arbeiten, was die Inflation angeht, was den Anstieg der Zinsen angeht. Und die EZB wusste ganz genau, was sie tun. Dubai beweist für mich auf eine ganz faszinierende Art, dass es keine Frage der Religionen ist, ob Menschen friedlich zusammenleben können, sondern eine Frage des Niveaus. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Best Life Podcasts. Ich bin der Basti und neben mir sitzt der Kenny. Hi, grüßt euch alle. Und heute haben wir einen besonderen Gast hier im Studio. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon von YouTube oder war dieses Jahr auf dem Greater Festival und hat ihn da auf der Bühne gesehen. Wir haben hier im Studio Ralf Niehoff. Ralf, wir freuen uns, dich hier zu haben. Wie geht's dir heute? Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mir geht's riesig. Wie soll es einem gehen bei dem Wetter hier in Dubai? Also alles gut. Sehr schön. Wir haben schon mitbekommen, heute war dein Tag, obwohl wir Sonntag heute haben, relativ voll. Erzähl doch mal kurz den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? Und du bist jetzt hier in Dubai. Was machst du hier? Ja, also aufgewachsen bin ich in Braunschweig und aus Braunschweig bin ich auch nie weggekommen. Also meine Stationen sind Braunschweig, Dubai. Ich habe 92 angefangen, mich selbstständig zu machen. Und das war ganz witzig. Ich habe ein paar Menschen beraten, wie sie ihr Geld anlegen können, aber eher nur Kollegen. Ich habe damals bei einem großen Wolfsburger Automobilkonzern gearbeitet und habe dann ein paar Kollegen gezeigt, wie sie vernünftig ihr Geld vermehren können. Und dann kamen irgendwann immer mehr auf mich zu und sagten, hey, du kennst dich doch aus. Ich kannte mich gar nicht aus, aber besser als die. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Mensch, da könntest du eigentlich ein Geschäft draus machen. Ja, so fing das Ganze mal an. Davor habe ich mal eine Ausbildung zum Elektriker begonnen, bin aber in der Probezeit rausgeflogen, weil ich mir erdreistet habe, dem Chef auf die Frage, ob ich denn ein paar Überstunden machen könne, sagte, ich denke, Auszubildende dürfen keine Überstunden machen. Und da sagte er zu mir, okay, dann geh ruhig nach Hause, musst aber Montag auch nicht wiederkommen. Okay. Ja, und dann war ich da raus. Das waren meine Anfänge im Berufsleben. Das heißt, aus dem 9-to-5 dann direkt raus? Oder was war da also genau los? Wie gesagt, die Ausbildung zum Elektriker habe ich ja dann nicht zu Ende gemacht. Und dann habe ich gedacht, melde dich freiwillig bei der Bundeswehr. Damals hatten wir ja noch die Wehrpflicht in Deutschland. Und melde dich freiwillig, weil die kommen ja sowieso irgendwann. Und jetzt hast du gerade Zeit. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet, bin auch gemustert worden. Und dann sollte ich im Oktober eingezogen werden. Und davor habe ich mich eben beim Automobilkonzern in Wolfsburg beworben. Und die haben mich auch noch genommen. Ich weiß gar nicht warum. Den Eignungstest muss ich wohl gut bestanden haben. Und dann habe ich dort eine Ausbildung zum Industriemechaniker für Produktionstechnik gemacht. Und habe dann der Bundeswehr gesagt, halt, ich will doch nicht, ich habe eine Ausbildungsstelle, ich will doch nicht. Und so bin ich komplett drumherum gekommen um die Bundeswehr, weil danach haben die mich dann vergessen. Ich nehme an, weil ich von der Wehrpflichtigen in eine Freiwilligenliste gekommen bin, weil ich mich ja eher gemeldet habe, als die mich eingezogen haben, haben die vergessen, mich dann einzuziehen. Und so bin ich nie bei der Bundeswehr gewesen. Wäre auch Zeitverschwendung gewesen, glaube ich. Und jetzt kannst du in der Öffentlichkeit darüber reden, weil du nicht mehr die Befürchtung ich haben glaube, musst, dass du eingezogen wirst. Das wäre jetzt ein bisschen spät. Ja. Sehr cool. Warst du eigentlich berufstätig noch nach der Ausbildung oder bist du dann direkt selbstständig schon Also geworden? das war ganz witzig. Ich habe das in der Berufsschule nicht gesagt, dass ich rausgeflogen bin. Okay. Und bin dann einmal die Woche freiwillig zur Berufsschule gegangen, um die Elektrikerausbildung zumindest in der Theorie weiterzumachen, weil ich fand das Thema ja ganz interessant. Und so habe ich dann Elektriker gelernt, ohne aber einen praktischen Betrieb zu haben. Irgendwann haben die das dann gemerkt, dass ich gar keinen Ausbildungsbetrieb mehr habe und haben dann gesagt, also dann geht das hier mit der Schule nicht mehr. Aber über ein Jahr habe ich das durchgezogen und habe halt noch zu Hause gewohnt, deshalb brauchte ich jetzt nicht unbedingt Geld verdienen. Das heißt, zu der Zeit hast du dann gar kein Geld verdient, du hast dich einfach nur ein bisschen weitergebildet, Genau. was dich halt interessiert. Ja. Und hat sich damals schon irgendwie ein Ziel vor deinen Augen entwickelt? Nein, oder? Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Aber an was ich mich noch gut erinnern kann, war, dass ich ja das erste Mal freiwillig zur Schule gegangen bin.
weil ich hätte da ja nicht mehr hin müssen. Ja. Und freiwillig zur Schule gehen war auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Da hat Lernen ganz anders Spaß gemacht, als wenn du verpflichtet bist, da jeden Morgen anzutanzen. Es war ein ganz anderes Gefühl. Ja, und dann habe ich die ersten Versuche als Verkäufer gemacht für Bauelemente, also so Markisen, Rollläden in so einer Drückerkolonne. Das hat natürlich gar nicht funktioniert, weil ich viel zu schüchtern war. Also nein, das war alles noch nicht. Also da hatte ich diese Gedanken überhaupt nicht. Das kam erst dann, als ich dann meine Ausbildung da bei dem Wolfsburger Automobilkonzern gemacht habe. Da kam das, dass ich mich für Geld interessiert habe und dann anderen Tipps gegeben habe. Und dann habe ich gemerkt, die klebten mir irgendwie an den Lippen und dann wurde ich da auch selbstbewusster in dem Bereich. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ein Schlüsselmoment war, dann war das in einer Nachtschicht. Da habe ich ein Buch gelesen über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich klappte dieses Buch zu und hatte Tränen in den Augen. Okay. Weil ich dachte, du kannst hier nicht mehr arbeiten. Das geht nicht. Du kannst hier nicht 8 Stunden mehr hingehen und deine Zeit verschwenden. Aber ich hatte noch nicht die Idee, was ich machen sollte. Und deswegen musste ich da noch durchhalten. In welchem Alter war das, wenn ich fragen darf? Da war ich, glaube ich, 24. Ja, 24. Das ist genauso, sage ich mal, auch die Zielgruppe, die jetzt, sage ich mal, hier auch im Podcast zuhört, ist genau die Zielgruppe, die wir auch ansprechen möchten. Sage ich mal, auch die Leute jetzt in unserem Alter, die sind jetzt irgendwo, wie du schon sagst, in irgendeiner Ausbildung, in irgendeiner Elektrowerkstätte, machen irgendwas, wovon sie gar keine Ahnung oder wovon sie auch gar keinen Bock haben. So, die sitzen da drin, weil sie einfach sozusagen diesen Muster folgen, was denen halt vorgelegt wird. Genau. Und aber was sie halt sehen, ist halt eine Instagram. Ne? Die machen halt Instagram auf, die sehen TikTok und da ist irgendein Typ, der reist um die Welt und der fliegt First Class und der ist gerade mal 21 Millionär und der ist das. Und dann werden die halt immer damit konfrontiert. So, ne? Auf der einen Seite sitzen die zu Hause und verfallen langsam auch Stück für Stück in Depression, weil die halt nicht wissen, wie sie damit klarkommen sollen, dass sie jetzt, wie gesagt, jeden Tag in die Ausbildung gehen und ihre 800 Euro verdienen, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite sehen die halt auf Instagram dieses schöne Leben, was man halt leben möchte und wie man das Ganze machen kann. Und das ist, glaube ich, für viele, vor allem in diesem Alter, so dieses Schlüsselereignis, wie du schon sagst, dass die halt wirklich dieses Buch mal zumachen, in Tränen fallen und sich denken, okay, ich muss jetzt anfangen, muss ich irgendwie jetzt in die Gänge kommen und jetzt irgendwas starten. Und das ist vielleicht auch jetzt, sage ich mal, der Punkt, wo wir jetzt hier auch ansprechen, wo wir anknüpfen möchten. Wie war es für dich? Ne? Wie hast du angefangen? Was waren deine ersten Schritte, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich loslegen, jetzt möchte ich selbstständig werden, ne? Und vielleicht auch die guten Sachen, aber natürlich auch die schlechten Sachen, ne? Weil es funktioniert natürlich nicht alles auf einmal. Und vielleicht auch als erstes das Warum sogar, also du hast es zugeklappt, wieso bist du in Tränen verfallen? Was hat dann in deinem Kopf irgendwas gemacht? Ja, weil ich eben gesehen habe, dass wenn ich hier bleibe, dann verkümmere ich. Also man wird ja nicht gefordert. Man macht seinen Job, das, was von einem verlangt wird, 8 Stunden. Und dann hat man so viel Urlaub, wie der Arbeitgeber vorschreibt. Man kommt zur Arbeit und geht zur Arbeit, wann der Arbeitgeber es vorschreibt. Und dann hast du natürlich dort auch ein Umfeld. Ich erinnere mich an Kollegen, die haben ja montags schon gehofft, dass möglichst schnell Freitag ist. Genau. Also wie pervers ist das, wenn ich hoffe, dass Teile von meiner begrenzten Lebenszeit, die sogenannten Werktage meiner Lebenszeit, möglichst schnell vorübergehen. Wie pervers ist das? Und das wusste ich, dass ich das auf gar keinen Fall wollte. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zu der Zielgruppe was sagen, die hier vielleicht dann zuschaut. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, was durchzuziehen. Also wenn du eine Ausbildung machst, ich habe ja meine Ausbildung auch dann mit 1 und 2 bestanden, sehr gut, sonst hätte mir, ich kann das ruhig sagen, Volkswagen kein Stipendium angeboten, was ich dann aber abgelehnt habe, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Okay. Das haben die mir angeboten und dann beweist du dir zumindest schon mal, dass du etwas durchziehst. Weil sonst kommt natürlich schnell die Gefahr, du fängst hier was an, stößt auf Widerstände, fängst was Neues an. Also so den ganz bequemen Weg zum Erfolg, den gibt es nicht. Und auch wenn du musst vor allen Dingen natürlich auch lieben, was du tust, aber selbst wenn du liebst, was du tust, wird es immer Dinge geben in jedem Job, die nerven einfach. Und wenn du da nicht durchgehst, durch den Schmerz durchgehst, dann wirst du nirgends erfolgreich. Also Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall wichtig und das kann man sich das erste Mal im Leben beweisen, wenn man eine Ausbildung komplett durchzieht oder eben auch ein Studium. Ein Garant für Erfolg ist das noch nicht, mitnichten. Aber es zeigt zumindest, dass du Durchhaltevermögen hast. Ganz oft hat man eben
diese Unternehmer, die haben erst eine Ausbildung gemacht in eine ganz andere Richtung oder auch nebenbei, während sie sich schon auf ihr eigentliches Ziel konzentriert haben oder auch viel später dann erst. Also das ist eine wichtige Sache auch durchzuziehen. Also auch ich als jetziger Unternehmer davor Krankenpflegeausbildung komplett durchgezogen und ich erinnere mich auch noch, es war bei mir auch in der Nachtschicht, da habe ich mein Buch gelesen, bei mir war das Think and Grow Rich. Ich bin vielleicht nicht in Tränen verfallen, aber ich wurde emotional und habe mir direkt gesagt, okay, jetzt muss ich auch was ändern bei mir. Und weißt du noch, welches Buch das bei dir war? Ja, ich weiß das ganz genau. Das Buch heißt Das Prinzip Gewinnen von Arthur Williams. Man muss wissen, A.L. Williams hat in nur 10 Jahren die größte Versicherungsgesellschaft Amerikas aufgebaut, die A.L. Williams. Und er war Football-Trainer vorher. Wo man ja nicht denken könnte, dass der in die Versicherungsbranche geht. Footballtrainer. Und da war er auch gut drin, aber eben begrenzt. Und dann kam er auf diese Idee. Und das hat natürlich auch mit meiner Branche zu tun gehabt. Und deswegen war ich da natürlich sehr von gefesselt. Und dieses Buch ist so gut, du kannst das irgendwo aufklappen, irgendeine Seite, du fängst an zu lesen, nach einer Seite bist du gut drauf. Weil du hast das Gefühl, er erwischt dich ständig. Ja, genau so geht es mir auch. Wahnsinn. Und dieses Buch hat mich sehr geprägt. Das sind immer die besten Bücher, wo du dich richtig gut rein identifizieren kannst und das dir dann auch zeigt, okay, ja, bei mir ist das auch so. Das heißt, bei mir kann sich eben auch eine Entwicklung in die Richtung hinlegen. Du meintest, es ist genau in deiner Branche gewesen. Manche wissen vielleicht noch nicht, du hast in der Branche Finanzdienstleistungen wieder was richtig Großes aufgebaut. Genau, wie kam es dazu? Ja, das kam dann so, das muss man sich vorstellen, das ist wirklich genau so gelaufen, wie ich das jetzt erzähle. Ich war damals hatte ich noch Haare, und zwar so lang, Ohrring, Armkettchen, Shorts, Schlabber-T-Shirt, so ein Typ war ich. Okay. Und ich betankte eines Tages mein Golf Cabriolet an der Tankstelle, als dann der Besitzer eines Fitnessstudios an die Tankstelle fuhr, wo ich passives Mitglied war. Also ich war schon lange nicht mehr da. Und er sagte, Mensch, Ralf, du kommst gar nicht mehr ins Studio und so weiter, komm doch mal, wir haben hier in Braunschweig jetzt eine Riesengeschichte vor, wir wollen Investmentfonds verkaufen. Und ich habe gesagt, nee, da bin ich nicht der Typ für, lass mich damit in Ruhe und so weiter. Und dann sagt er, doch, und mach mal und komm doch mal mit. Und sagt er, wir haben demnächst in Hamburg, da gibt es so ein Welcome Aboard Meeting. Da spricht jemand und es würde sich lohnen, dem einfach mal zuzuhören. Und ich habe zu ihm gesagt, na gut, ich guck mal, ich rufe dich an. Merkt euch eins, wenn euch in der Finanzdienstleistungsbranche ein Kunde sagt, er ruft wieder an, vergiss es, der ruft nicht an. Ich habe angerufen. Warum auch immer. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Habe angerufen und habe gesagt, du Axel, ich komme mit. Dann sagt er, ja, musst aber einen Anzug anziehen. Ich sage, was? Ich und einen Anzug? Ich habe vielleicht einen Anzug noch von der Konfirmation meines Bruders. Ich weiß gar nicht, ob der noch passt. Also ich sah aus, ja, also so ein Nadelstreifenanzug und Slipper, weiße Socken und so ein buntes Seidenhemd. Also ich hätte mich nicht mitgenommen. Aber der war schmerzfrei, der hat mich dann mit nach Hamburg genommen. Und dann war ich im Hamburger Airport Hotel in einem Saal, wo zwischen 250 und 300 Menschen saßen. Gefühlt alle besser gekleidet als ich. Aber ich habe gedacht, naja, wenn du schon hier bist, dann setz dich in die erste Reihe, bekommst du wenigstens was mit. So, und dann saß ich dort in der ersten Reihe und dann betrat ein Mann die Bühne, der eine Ausstrahlung hatte, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Und da habe ich schon damals gedacht, so wie der redet, so möchtest du mal reden können. Das war, ja, also er war etwas korpulent und so ein Rauschebart. Also wenn du ihm ein Weihnachtsmannkostüm angezogen hättest, wäre er auch glatt als Weihnachtsmann durchgegangen. Sehr seriöse Erscheinung. Und der hatte eine Souveränität, das war unfassbar. Der stand vor dem Mikro und fuhr sich erstmal so 30 Sekunden durch den Bart, guckte in die Menge, ohne ein Wort zu sagen. Und ihr hättet eine Stecknadel fallen hören können. Und dann hat er zu meinem Erstaunen, hat er 2 Stunden geredet, nicht über Finanzen, nicht über Geldanlagen, sondern warum Menschen im Leben gewinnen und warum andere verlieren. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Nach diesem Vortrag stand ich auf und ich habe geweint. So berührt hat mich dieser Mann. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und da habe ich gesagt, du musst jetzt was ändern. Wenn du in 10 Jahren in den Spiegel schaust, dann musst du dem Rechenschaft ablegen, dem du siehst, was in deinem Leben passiert und vor allen Dingen auch, was nicht passiert ist. Und dann bin ich zurückgekommen und habe losgelegt und bis heute nicht aufgehört. Dieser Mann ist inzwischen seit einigen Jahren leider verstorben und er hat nie erfahren,
wie sehr er mein Leben beeinflusst hat. Also ich habe ihm mein Leben zu verdanken. Das ist so. Dieser eine Vortrag hat alles verändert. Und dann habe ich angefangen und 5 Monate später dort bei Volkswagen gekündigt. Wie ist deine Zeit dann verlaufen? Ich sag mal, jetzt springen wir ganz kurz jetzt in die Gegenwart. Wir sind jetzt in Dubai, wir haben jetzt alle, sag ich mal, neue Zeit, die jetzt angefangen hat. Wie war deine Zeit jetzt in Deutschland? Ne? Wie war dein Werdegang jetzt angefangen? Ich meine, es war ja auch eine andere Zeit. Ne? Heutzutage gibt es jetzt hier Krypto und E-Commerce und das und Trading und sowas. Also Trading gab es auch früher, aber ich meine, so diese Neuerlichkeit, wo man dann halt auch wirklich so in dieses Business-Unternehmertum reinkommt. Wie war es für dich? Wie bist du danach auch wahrscheinlich dann auch in die Finanzdienstleistungsbranche reingekommen? Ja, genau. Und wie ist dann dein Werdegang verlaufen? Also ich habe dann natürlich das Verkaufen gelernt. Und da kann ich auch gleich mit einem Vorurteil aufräumen. Verkaufen ist kein Talent oder in die Wiege gelegt, das kann man lernen, wie man jedes Handwerk lernen kann. Man muss natürlich daran interessiert sein, so wie man an jedem, was man gut können möchte, interessiert sein muss. Also es geht nicht, ich habe viel Geld verdient in meinem Leben und tue es auch immer noch, aber wenn du etwas nur des Geldes wegen machst, dann wirst du da nie richtig gut drin, sondern die Leidenschaft ist das Wichtigste. Und so habe ich Verkaufen gelernt und habe gemerkt, dass es mir gelingt, andere Menschen zu begeistern, anzustecken mit dem, was ich tue. Habe dann ein Team aufgebaut, habe diese Skills weitergegeben und habe dann bei dem Unternehmen, wo ich gelernt habe, bis etwas über 40 Mitarbeiter im Vertrieb, im Finanzdienstleistungsvertrieb aufgebaut. Und dann kam bei mir der Wunsch hoch zu sagen, Mensch, wenn du deine eigene Qualität durchsetzen willst, dann muss ein eigenes Unternehmen her. 1992 habe ich angefangen und dann kam 1997 die Entscheidung, meine erste eigene GmbH zu gründen, kann ich ja sagen, vielleicht die Solon Gesellschaft für Investmentdienstleistungen in Braunschweig, und habe dann natürlich fast nochmal von Null angefangen. Ich glaube, mit 8 Mitarbeitern haben wir wieder angefangen und sind dann bis 2004 auf über 100 im Vertrieb gewachsen. Okay. Und dementsprechende Umsätze dann eben auch bewegt. Das ist sehr interessant, wie so eine Person und auch so ein Schlüsselereignis das Leben verändern kann. Vor allem, wenn man sich denkt, so Finanzen war wahrscheinlich bei dir auch nicht so von Anfang nach Abi, okay, ich werde jetzt Finanzberater und in der Branche richtig erfolgreich, sondern es sind dann wirklich diese Menschen oder diese Dinge, die Bedeutung haben, die dem Ganzen auch Bedeutung verleiten. Was war es bei dir? Wieso hast du dann gesagt, okay, du bist ja eigentlich gar nicht der Typ, dachtest du damals für diese Branche? Was war bei diesem Vortrag? Kannst du dich noch erinnern, weil du meintest jetzt, der Mensch hat dein Leben verändert. Was hat er gesagt und was ist dir im Kopf geblieben? Er hat mir klar gemacht, dass im Prinzip jeder Mensch sehr, sehr erfolgreich werden kann, wenn er seine Skills entdeckt. Also jeder hat irgendwo Fähigkeiten, die ihn ganz nach oben katapultieren, aber er muss herausfinden, was das ist. Ja? Also ich kann heute sagen, wenn meine Eltern mein Talent entdeckt hätten, wäre ich heute Formel-1-Rennfahrer. Also jetzt nicht mehr, ich wäre schon im Ruhestand, aber ich liebe schnelle Autos und ich habe auch keine Angst, ich trete voll drauf. Und entweder wäre ich jetzt tot oder Multi. Ja, es ist so. Also das weiß ich ganz genau, dass das mein Ding gewesen wäre. Meine Eltern haben aber sich nicht drum geschert, was könnte ich gut. Ja? Und deshalb glaube ich, jeder kann im Leben ganz, ganz weit kommen, wenn er seine Talente entdeckt. Nun, zum Glück habe ich eben auch das Talent, Menschen begeistern zu können. Und das ist das, was mich fasziniert hat. Gar nicht die Geldbranche an sich. Wer sich auskennt, weiß, im Geldgeschäft kannst du viel Geld verdienen. Das ist auch so, das macht auch Spaß. Aber letzten Endes war das nur das Vehikel, das Instrument, um das, was ich gut kann, nämlich Menschen das Verkaufen beizubringen, zu begeistern, das ausleben zu können. Und was mich tierisch motiviert ist, wenn ich Anrufe von Eltern bekomme, Eltern junger Menschen, die bei uns anfangen und mir sagen Sie mal, was haben Sie mit meinem Sohn oder meiner Tochter gemacht? Ich sage, was habe ich denn gemacht? Seit der sie kennt, zieht der sich anders an, der ist ganz anders drauf, der steht morgens auf, der ist diszipliniert, der redet ganz anders. Ja? Und dann weiß ich, das ist mir zu verdanken und das ist das, was mich motiviert, Menschen zu entwickeln, Menschen weiterzubringen. Ja, das ist das. Vielleicht auch, dass das Rollenspiel sich mal ändert, ne? Dass jetzt du die Person bist, die auf der Bühne steht und sich im Bart krault und eine andere Person und da sitzt mal, und dir zuschaut. Genau, und das habe ich damals schon, als ich noch keine Ahnung hatte vom Speaking, da habe ich schon gedacht, Mann, kann der reden. Und wenn du so Menschen beeindrucken kannst mit Worten, das ist der Hammer.
Aber damals hätte ich auch, selbst wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich gar nicht vom Charakter her die Reife gehabt, um das zu können. Du brauchst ja auch ein gewisses Alter. Ist in der Finanzdienstleistungsbranche ja auch ganz gut. Wenn du ein gewisses Alter hast, dann wirkst du automatisch seriöser. Auch wenn du als 21-Jähriger, das ist das Mindestalter bei uns, das Gleiche kannst. Der 35- bis 40-jährige Familienvater hat es schwer, dich ernst zu nehmen. Das ist eben eine Frage des Alters. Ja. Deine Karriere zeigt ja auch, dass du das wirklich, diese Finanzbranche als Vehikel genutzt hast und da dich sehr gemeinsam mit deinen Mitarbeitern entfalten konntest. Aber das war für dich ja nicht das Ende. Du hast dann irgendwann gesagt, ich kenne es auch von der Serie Berater, ein Leben auf der Überholspur. Da ging es dann für dich weiter und in die Richtung Speaker. Und erzähl mal, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie konntest du dann vom Unternehmer, wie hast du dann weitergemacht? Also es ist so, Schuld ist eigentlich meine Frau. Die ist immer schuld. Ja, die Frauen sind immer schuld. Es ist so, dass, nicht nur meine Frau, aber im Wesentlichen schon, weil sie hat immer gesagt, Mensch, das, was du da mit deinen Mitarbeitern machst, was du kannst, ja, das gehört auf die Bühne. Das kannst du doch nicht nur für deine eigene Firma machen, das musst du doch der Welt erzählen. Und ich hatte es ja schon gesagt, die Finanzdienstleistungsbranche war eigentlich nur ein Vehikel, weil das macht mir Spaß, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen zu Fähigkeiten zu bringen, die sie vorher nicht hatten. Und ich liebe die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist eines der schönsten Instrumente, welches uns zur Verfügung steht. Und wenn du das beherrschst in Sachen Sprachgewandtheit, Ausdruck, Modulation, Sprechtechnik, kannst du damit Menschen in dein Band ziehen. Und das macht mir Spaß, das Menschen beizubringen. Und jetzt am 14. gebe ich wieder ein Rhetorikseminar. Ich fliege also nächste Woche nach Deutschland und dort wird es im Hotel Steigenberger ein Rhetorikseminar von mir geben. Dieses Video wird wahrscheinlich zu spät ausgestrahlt, das macht aber nichts, weil das Seminar ist ausgebucht. Ja? Und da wird es einen Tag geballte Rhetorik-Power geben, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also in diese leuchtenden Augen zu sehen und diese Aha-Momente zu erleben, ach, so kann man das auch sagen. Ja, und das ist das, was mir Spaß macht. Rhetorik, Kommunikation, spezialisiert auf Verkaufen. Ja. Hast du das Ganze schon in Deutschland angefangen? Oder wie lange ist es her? Ja, also früher habe ich dann ab und zu mal so ein Rhetorikseminar für unsere Mandanten gegeben, Mandanten von Solon, die sagen, Mensch, wenn ihr sowas anbietet, mal für Nicht-Solonesen, ja, so heißen bei uns Menschen, die nicht bei Solon arbeiten, dann habe ich also solche Seminare da schon mal gegeben, aber nicht ernsthaft. Aber jetzt geht es auch los, dass ich auch damit Geld verdiene und Menschen eben das Reden beibringe. Ich sage, Sprechen haben wir alle gelernt, jetzt lernen wir mal reden. Ja. Du hast auch Leuten viel beigebracht über das Mindset, auch Geld-Mindset, weil selber warst du ja auch ursprünglich aus dem Elternhaus vielleicht noch nicht so in dieser Finanzbranche. Also von Geld hast du eine ganz andere Einstellung zu Geld gehabt letztendlich. Ja. Und die hast du ja komplett auch geändert. Komplett. Und also das konnte ich dir noch gar nicht sagen. Wir hatten uns ja erst letzten Monat getroffen hier in Dubai und hatten uns eine Stunde Zeit, uns zu unterhalten. Und da habe ich mir schon gedacht, dein Gesicht kenne ich irgendwoher. Und ich habe ja auf YouTube geschaut, diesen Vortrag, den hatte ich angeschaut. Ich konnte mich aber jetzt nicht mehr genau erinnern, weil der war 2 Jahre zuvor. Und du hattest für mich mein Geld-Mindset komplett verändert. Vom Krankenpfleger, Ehrlich? Sogar 3 Jahre, ich weiß gar nicht, wie alt der Vortrag war. Auf jeden Fall, da hat es nochmal sehr viel bei mir getan. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Weil das ist wirklich spannend und ausschlaggebend. Ich hatte auch in einem anderen Podcast schon gesagt, wie viel solche Mentoren auf Greater, auf YouTube wert sind. Weil von denen kannst du dir extrem viel abschauen, weil jeder kann dir irgendwas anderes beibringen und irgendjemand wird dir das beibringen, was dein Leben verändern kann. Genauso wie der Speaker da beim Vortrag bei dir das Leben verändert hat. Und ich hatte natürlich das Mindset, oder was heißt natürlich, wie viele einfach in Deutschland auch, dass über Geld spricht man nicht und Geld ist etwas Schlechtes. Ja. Aus meinem Elternhaus, Ärztehaus, die haben zwar genug Geld, um gut zu leben, aber darüber spricht man nicht und es ist nichts Gutes. Und so bin ich durch die Welt gewandert. Und deswegen war für mich Unternehmertum nie interessant, großartig und auch dieses Finanzgeschäft nicht. Und dein Vortrag hat sehr, sehr viel bei mir verändert und ich bin ja im Finanzgeschäft erfolgreich auch selber geworden. Ich bin ja durch Finanzberatung, durch Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler hier nach Dubai gekommen. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, der noch nicht so ein bisschen noch nicht geklärte Einstellungen zum Thema Geld hat und als gut oder schlecht bewertet, diesen Vortrag auf YouTube vielleicht sogar mal anzuschauen, weil es sind nur 20 Minuten, aber die haben sehr viel verändert.
Ja, das wollte ich freut dir mich, mal- das freut mich. Wollte ich dir heute sagen. Ja, also wer sich dafür interessiert, auf meinem YouTube-Kanal sind viele Videos, die sich um Persönlichkeitsentwicklung drehen, weil letzten Endes ist alles, was wir in unserer physischen Welt haben, ob es dieses Mikro ist, der Tisch oder unsere Klamotten, das ist immer zuerst erdacht worden. Ja, also ich sage ja auch in einem Video, die ganzen einzelnen Bauteile für ein modernes Smartphone, die sind ja nicht vom Mars, die sind ja vom Planeten Erde. Das heißt, dieses Smartphone gab es schon immer auf diesem Planeten. Bevor aber niemand auf die Idee kam, gewisse Teile in einer gewissen Kombination so zusammenzusetzen, dass daraus ein funktionierendes Smartphone wird. So lange konnte es das nicht geben. Und wenn du nur vor 100 Jahren jemandem erzählt hättest, dass irgendwann alle mit so einem kleinen Kasten rumlaufen und sich gegenseitig sehen und unterhalten können, egal wo du auf dem Planeten bist, und das gesamte Wissen der Menschheit in so einem Gerät steckt, dann wärst du verbrannt worden. Ja? Weil wir es uns nicht vorstellen können. Und deswegen wäre es doch naiv, zu glauben, dass alles, was möglich ist, wir jetzt schon kennen. Also das wäre so, als wenn du mit einer Kerze versuchen würdest, das Universum zu erleuchten. Und dieses Potenzial zu entdecken, zu sagen, okay, dann ist ja auch für mich viel mehr möglich, als ich glaube. Dazu möchte ich Menschen eben so ein bisschen auch animieren, inspirieren. Es ist alles da. Du musst es nur nutzen. So in die richtige Kombination bringen. Und da, was du sagst, die Einstellung auch zum Thema Geld. Geld an sich ist neutral, das ist nicht schlecht und nicht gut. Ja, und das verdirbt auch nicht den Charakter. Das ist Quatsch. Ich würde sogar für mich in Anspruch nehmen zu sagen, Geld hat meinen Charakter verbessert. Weil ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Das ist wirklich wahr. Das kann ich auch ruhig zugeben. Meine Eltern hatten nie Geld. Wir hatten keinen Führerschein in der Familie. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, dass ich als Kind mit meinen Eltern und meinem Bruder im Urlaub gewesen wäre. Nicht ein einziges Mal. Ja, also ich habe wirklich den Glaubenssatz gehabt, man lebt in Schulden. Das ist normal. Man hat ja ein Dispo und den nutzt man, solange bis die Bank meckert. Dann muss man mal wieder ein bisschen vorsichtig sein. Aber das war mein Glaubenssatz. Und da bin ich heute unfassbar froh und dankbar für, dass sich das komplett gedreht hat bei mir. Also meine Eltern sind ja nun leider seit vielen Jahren verstorben, aber sie haben meine Entwicklung noch schon so miterleben können. Aber wenn die wüssten, ich bin heute in Dubai, mir geht's gut, es läuft alles, ist irre. Und das zeigt ja, dass es nur hier drauf ankommt. Ja, das sind die Glaubenssätze, ne, die eigentlich das Entscheidende ausmachen. Du hättest damals die Glaubenssätze deiner Eltern übernehmen können und mit dem Mindset zu Geld und auch was du für dich vorhast, übernehmen können. Oder du hast immer die Entscheidung zu sagen, okay, habe ich diese Vorstellungskraft und diese Bauteile, wo finde ich die, um für mich meinen Weg zu finden, und du hast ihn gefunden und du bearbeitest wahrscheinlich immer noch dran, ihn immer weiterzuentwickeln und mit immer einem neuen Ziel. Da kannst du gerne jetzt auch, möchte ich gleich auch fragen, wo sind jetzt deine Ziele noch? Aber dein Job, und das ist deine Passion, diese Ziele und diesen Plan gemeinsam mit Leuten zu schmieden und denen zu helfen, das Ganze zu machen. Sehe ich das richtig? Das ist jetzt deine Tätigkeit. Absolut, ja. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das ist mein Lohn. Natürlich müssen wir auch alle Geld verdienen, ja, logisch. Und ich verdiene sehr, sehr gerne Geld. Aber mit der Betonung auf verdienen. Also ich möchte mein Geld verdienen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn zu mir jemand in ein Seminar kommt und der ist hinterher nicht zufrieden, bekommt er sein Geld zurück. Habe ich gar kein Problem mit, weil das wird nicht passieren. Weil ich weiß, dass ich alles gebe, wenn ich ein Seminar mache. Ja? Und das ist einfach mein Ding. Und dann kommt das Geld automatisch. Also wer immer hinterm Geld herrennt, der wird nie welches haben. Ja. Sondern das Geld ist ein Abfallprodukt. Das kommt dann. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, wenn man noch jung ist und sagt, ja, wie kann ich den nächsten Euro oder Dollar verdienen? Aber es ist so. Das ist ganz, ganz crazy. Wie ist deine Geschichte seitdem weitergelaufen? Wie bist du jetzt nach Dubai gekommen vor allem? Weil ich denke mal auch, viele sagen ja auch, jetzt vor allem in Deutschland, ja, dass hier in Dubai leben nur junge Unternehmer und ganz, ganz verrückte Leute und alles hier ist ja Scam und sonst irgendwas, Betrügerei und so weiter. Wie ist es für dich dazu entstanden, dass du jetzt auch gesagt hast, hey, ich möchte nach Dubai auswandern, ich möchte von Dubai aus jetzt weitermachen? So. Ja, ich fühle mich auch noch als Jungunternehmer. Also wenn mein Alter nicht in meinem Ausweis stünde, würde ich mir das auch nicht glauben. Ja. Morgen habe ich übrigens Geburtstag, kann man das sagen? Ja, ne? Morgen. Ja. Wie bin ich nach Dubai gekommen? Also wir kommen eigentlich seit 2004, bereisen wir dieses Emirat schon und da gab es The Palm
Jumeirah noch nicht, da gab es Dubai Downtown nicht, Burj Khalifa, das gab es alles noch gar nicht. Ich bin gefühlt, sind wir nur durch Baustellen durchgefahren, an Baustellenzäunen, aber dennoch hat Dubai damals schon so ein Flair vermittelt, so von Leichtigkeit. Ja, man sagt ja so, das ist das New York des Arabiens, aber in New York, da hast du Gehupe, da ist sich jeder, selbst der Nächste, ist Hektik, mal abgesehen von der Kriminalität und vom Dreck. Und das hast du hier nicht. Dubai ist gechillt und dennoch sehr dynamisch. Ja? Es ist eine Stadt, wo jeder auch was erreichen möchte. Und wir haben halt die Entwicklung so miterlebt und die Entscheidung kam letzten Endes, als wir 2020, da haben wir am Burj Khalifa unten an den Fontänen im Social House Silvester gefeiert. Also am Nabel, also wenn du die arabischen Länder, am Nabel der Welt in Arabien, Silvester gefeiert, 22, 23 Grad draußen, nachts um 0 Uhr, während Deutschland im Lockdown saß. Wir hatten fast ein schlechtes Gewissen, aber auch nur fast, weil wir haben es uns ja verdient. Und da war die Idee, Mensch, wie wäre es eigentlich, immer hier zu sein? Und ich bin ehrlich, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt nicht in Dubai. Weil die Pandemie hat mir gezeigt, wie digital ich meine Firmen führen kann. Wir haben natürlich sofort reagiert. Das ist auch so ein Punkt. Die einen jammern und sagen, jetzt geht hier alles den Bach runter und die Wirtschaft und so weiter. Und die anderen sagen, okay, neue Herausforderung, wie kann ich es lösen? Das ist der Punkt. Du kannst ja aus jeder Niederlage auch etwas lernen und dann war sie auch für irgendwas gut. Es ist ja nicht so, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, dass ich nicht auch richtige Tiefschläge in meiner Karriere bekommen hätte. Punkte, an denen ich hätte aufgeben können. So, und wir haben geguckt, wie kannst du es lösen? Und dann habe ich Beratungsvideos gedreht und den ganzen Beratungsprozess online gestaltet mit meinen Mitarbeitern, weil die Kunden hatten ja Angst, uns noch in die Wohnung zu lassen. Ja? Und dann haben wir weitergemacht. Also wir sind in Umsätzen, natürlich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir sind in der Corona-Zeit nicht auch eingebrochen, aber nicht so schlimm, wie man hätte meinen können. Und da habe ich gemerkt, dass das geht. Ja, und hier ist das Internet noch viel besser als in Deutschland, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Und von daher haben wir dann gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn man immer hier wäre. Und dann habe ich 14 Monate geplant, weil es ist nicht so einfach. Ja. Wenn du, inzwischen sind es ja 4 GmbHs in Deutschland, da ist das nicht so einfach mit dem Wegziehen. Das muss man schon genau überlegen, welche steuerlichen Voraussetzungen oder ja, welche steuerlichen Auswirkungen hat das auch. Und das haben wir alles gemacht und 14 Monate und dann, ja, Haus verkauft, Pferde in Transporter, Autos in Transporter und ab nach Dubai. Und ja, jetzt sind wir seit März 2022 hier und super glücklich. Ja, wie gefällt es euch, wollte ich auch gerade fragen. Ja. War das die richtige Entscheidung, sage ich mal? Es war absolut die richtige Entscheidung. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, definitiv. Sehr schön. Wo ist da jetzt der Unterschied zu Deutschland? Wieso ist es hier besser? Wie viel Zeit haben wir? Ein bisschen haben wir. Also, ich möchte vorsichtig sein. Ich bin ja nun mal Deutscher und ich bin in Braunschweig aufgewachsen und ich liebe auch meine Heimatstadt. Es ist nur so, wenn du in Deutschland lebst, hast du die deutsche Brille auf. Wenn du eine Weile raus bist, hast du die internationale Brille auf. Du siehst logischerweise Dinge ganz anders, als wenn du in Deutschland lebst. Ja. Und ich glaube mittlerweile auch, das ist auch gewollt und beabsichtigt. Und wenn du in Deutschland lebst, dann glaubst du ja, das ist der Maßstab. So ist es. Punkt. Und man muss damit dann eben leben, dass überall die Häuserwände beschmiert sind oder die Stromkästen oder dass alles kaputt ist und dass du eben auf dein Handy und dein Portemonnaie und das alles auch gut aufpassen musst. Und es ist normal, wenn du am Flughafen landest, dass du als erstes die Durchsage hörst, achten Sie auf Ihr Gepäck, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Du glaubst, das ist halt so. Dass das ganz anders sein kann, das erlebst du erst, wenn du eine Weile hier bist. Das kennst du ja nicht. Ne? Und ich liebe es, mich hier so frei fühlen zu können. Ich weiß, das mag man mir kaum glauben, weil Deutschland ist ja oder Europa immer so stolz auf die Demokratie. Das ist ja auch okay. Nur wenn der den Hut auf hat, hier, der Scheich, das gut macht, dann soll er doch den Hut aufhaben, oder? Dann soll er doch. Und ganz ehrlich, ich fühle mich hier freier als in Deutschland. Hier gibt es gefühlt gar keinen Neid, ich erlebe hier keinen Streit, es ist alles sauber, es ist ordentlich. Und Dubai beweist für mich auf eine ganz faszinierende Art,
dass es keine Frage der Religionen ist, ob Menschen friedlich zusammenleben können, sondern eine Frage des Niveaus. Weil hier leben ja alle Nationen, ob Asiaten, Afrikaner, Europäer, Russen, Amerikaner, hier lebt ja alles, Emiratis natürlich auch. Ja. Und alle gehen vernünftig miteinander um. Respektvoll, ja. Ja, also ist es keine Frage der Religionen. Und wenn hier Ramadan ist, dann feiern wir mit. Also ich liebe das Fastenrechen, da kann man sich ja, also was man da alles zu essen bekommt, wenn dieser Kanonenschuss gefallen ist, ist ja unfassbar. Und dann ist alles hier reduziert und günstiger. Und wenn du Strafen hast, also noch irgendwelche Strafen vom zu schnell fahren oder falsch parken, dann kann es bei Ramadan sein, dass du bei dir die erlässt. Weil Ramadan ist das Fest des Gebens. Ja, sowas, stell dir das mal in Deutschland vor. Oder wenn du hier zu jeder Tages- und Nachtszeit irgendwas brauchst und wenn es nur Nasentropfen ist, dann hast du eine App und bestellst das und 15 Minuten später ist ein Talabat-Fahrer hier und bringt dir das. Und das ist Service. Ja, und das ist also, wie gesagt, ich bin ja Verkäufer und ich würde gerne helfen. Und ich habe angeboten zu helfen. Jetzt hat ein Politiker, der auch im Deutschen Bundestag sitzt, ich möchte aber jetzt seinen Namen nicht nennen, der hat dann geschrieben, ja, wir müssen Braunschweigs Innenstadt wieder attraktiver machen und der Einzelhandel muss aufblühen, dafür müssen wir sorgen. Hey, nur Sprüche, weil ich kenne ihn und habe es ihm angeboten. Ich habe gesagt, du, ich habe da Ideen, lass uns reden. Ja, müssen wir mal machen. Ja, nichts ist passiert. Weil der deutsche Einzelhandel hat kein Problem mit dem Internet. Der hat ein Problem mit der Freundlichkeit, mit dem Service. Mit dem, wenn die um 20 Uhr schließen und du kommst um 19:55 Uhr und willst noch was kaufen, dann gucken die dich ja schon schief an. So nach dem Motto, Kunde, geh weg, ich habe in 5 Minuten Feierabend. Das würdest du in Dubai niemals erleben. Und das ist also, es gibt viele Unterschiede. Ja. Jetzt ist Dubai für dich auf jeden Fall aufgrund der Lebensqualität Absolut. der Place to be gewesen, beziehungsweise dein Grund hierher zu ziehen. Du hast gesagt, du hast dein Haus verkauft in Deutschland. Du als Finanzexperte hast eventuell da deinen Hintergedanken gehabt, war es aus finanziellen Gründen schlau es zu verkaufen oder hast du gesagt, ich will mit Deutschland gar nichts mehr zu tun haben, weil Deutschland hat doch auch seine Qualitäten. Ja, oder wie war das da? Also das ist schön, dass du die Frage stellst, weil gute Freunde in Deutschland haben mir gesagt, verkauf das Haus nicht. Dann, wenn das nicht klappt in Dubai, dann kannst du jederzeit zurück. Und dieses Haus mit dieser Größe, was du da hast, das kriegst du nie los, weil in dieser Schicht gibt es nicht mehr viele Käufer. Und mach das auch nicht ohne Makler. Also was man mir alles für tolle Ratschläge gegeben hat. Ich habe das Haus ohne Makler verkauft. Ich habe das Haus mit 900.000 Euro Gewinn verkauft. Ja, ohne Makler. Und zwar auf dem Peak. Also kurz bevor die Zinsen angestiegen sind und der Ölpreis fing schon an anzusteigen und das Haus hat noch Ölheizung und ich habe dann zum Käufer gesagt, ich habe jetzt noch mal 500 Liter Öl reingetankt, damit das Haus beheizt ist, was war ja im Februar, war ja noch kalt. Sag ich, aber Sie müssen bald tanken. Und dann sagte er, ich warte noch, bis der Preis wieder fällt. Das war wohl nichts. Also da habe ich auch Glück gehabt. Also das Universum meint es einfach, hat es da gut mit mir gemeint. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Also es war perfekter Zeitpunkt, das Haus zu verkaufen. Wenn ich mir jetzt die Entwicklung anschaue in Deutschland, sowohl was die Inflation angeht, was den Anstieg der Zinsen angeht, und die EZB wusste ganz genau, was sie tut. Das sage ich hier ganz unverblümt. Die EZB wusste vor 10 Jahren schon ganz genau, was sie tut. Und um Länder wie Italien, Portugal, Spanien, Griechenland zu retten, hat man eben zum Nullzins Geld rausgehauen ohne Ende, wohlwissend, dass das in einer hohen Inflation enden wird, was dem deutschen Sparer sein Geld vernichtet. War aus meiner Sicht klar. Ich habe dazu, sieht man auch auf meinem YouTube-Kanal, im März 2021 ein Video gemacht, wo ich vorausgesagt habe, was passieren wird mit dem Euro. Und ich hatte recht. Jetzt haben wir die Inflation. Ja, das finde ich gut, weil genau in der Zeit habe ich mich damit beschäftigt und solchen Menschen wie dir, die sich eben jahrelang, jahrzehntelang damit auseinandergesetzt hat, eben mehr Glauben geschenkt als in meinem Umfeld und mir schon gedacht, okay, muss man aufpassen. War das auch ein Grund, wieso du dann Deutschland verlassen hast, wegen der finanziellen Situation, die da auf uns jetzt zukommt? Oder sagst du,
Gut, so schlimm wird das Ganze nicht. Das ist natürlich auch jetzt viel mit Spekulation, aber Ja, das ist auch so merkwürdig, weil jetzt könnte man ja denken, ja, der hat zu Recht Deutschland verlassen, so wie es gerade im Moment läuft. Wir wünschen uns ja alle, dass es wieder besser wird. Aber das war tatsächlich da noch nicht der Grund, weil es ja da auch noch gar nicht, also da fing es ja erst an, schlimm zu werden. Da war es ja noch gar nicht so dramatisch. Sondern da war eher noch die Motivation, nicht weg aus Deutschland, sondern hin nach Dubai. Wenn ihr mich jetzt fragt, weg aus Deutschland. okay. Ja, keine Frage. Aber deshalb war der Zeitpunkt auch genau richtig. Und ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern das ist alles schon so bestimmt und gewollt. Und von daher war genau richtig. Okay, Ralf, eine Frage jetzt noch. Du bist jetzt in Dubai angekommen, bist auch schon länger jetzt hier, jetzt über 1,5 Jahre, oder? Ja, 1,5 Jahre jetzt. Was sind jetzt deine Ziele, sage ich mal, jetzt vor allem vielleicht auch hier in Dubai? Möchtest du jetzt hier auch 4 GmbHs aufmachen, so ungefähr, und müsstest hier auch sagen, diese Unternehmer Schicht weiter fortführen? Oder was sind jetzt vor allem deine Ziele jetzt in Dubai, was du hier auf jeden Fall noch auf die Beine stellen möchtest? Also ich möchte jetzt immer mehr nur noch das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist reden. Ja, also man kann mich buchen, um die Mannschaft zu motivieren, Firmen als Keynote-Speaker, oder ich kann auch Impulsvorträge halten. Also das heißt, die sind ja dann mehr auf das Unternehmen zugeschnitten. Dafür kann man mich buchen. Ich biete hier in Dubai mit der Firma Beach in Business, die ich gegründet habe, Erlebnisseminare an zum Thema Rhetorik, Kommunikation. Ja, also wenn ich das kurz sagen darf, Ja, sehr gerne. Du kommst als Deutscher zum Beispiel nach Dubai, weil du Dubai mal kennenlernen möchtest, aber auch vielleicht gleichzeitig etwas lernen möchtest. Und dann hast du 4 Tage mit mir geballte Rhetorik und Kommunikationspower. Das ist eine komplette Ausbildung mit, wie spreche ich vor einer Kamera, wie baue ich eine Rede auf, also Anfang, Mittelteil, Ende, wie wirke ich, warum reden Menschen überhaupt, wie sie reden, was hat Sprachverhalten beeinflusst bis heute. Wenn ich erkenne, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute rede, wie ich rede, habe ich auch mehr Verständnis dafür, warum andere Menschen reden, wie sie reden. Das heißt, es hilft mir, entspannter mit anderen zu kommunizieren. Aber natürlich auch viel Rhetorik, also dass ich eine lebendigere Sprache habe, dass ich Attribute benutze. Wir reden über Atmung, Stimme. Und ich habe dieses Seminar den 4 Elementen gewidmet. Ja? Erde, Feuer, Luft, Wasser, auch in der Reihenfolge. Also es fängt an mit Erde, dass man erstmal runterkommt, wenn man hier ankommt und, wie gesagt, sein Sprachverhalten analysiert, Glaubenssätze analysiert. Dann schreiben wir negative Glaubenssätze auch auf, dass das mal zu Papier gebracht wird, und dann fahren wir nachmittags in die Wüste und schicken diese negativen Glaubenssätze in die Wüste, indem wir sie in einer Feuerschale verbrennen. Mit einem arabischen Abend im Beduinenzelt, arabisches Essen, die Kultur ein bisschen kennenlernen. Nächsten Tag geht es dann weiter mit dem Element Luft. Da geht es um Atmung, Stimme, wie kann ich Lampenfieber bekämpfen, wie kann ich meine Stimme wirklich trainieren, denn du musst nicht mit der Stimme leben, die dir gegeben ist. Du kannst die Stimme verändern. Also Sänger werden das bestätigen. Das trainieren wir und lernen eben auch, wie ist der Aufbau einer guten Rede, und getreu dem Motto Luft geht es dann natürlich hoch auf das höchste Gebäude der Welt. Und es gibt ja 2 Plattformen, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, es gibt 2 Plattformen, und wir gehen natürlich auf die obere für VIP-Gäste. Da gehen wir hoch, und abends dann Dinner an den Fontänen im Social House. Da habe ich gute Connection, und die haben fantastisches Essen. Die haben neu eröffnet, jetzt erst recht. Ja, und dann bekommen die Gäste die Aufgabe, selbst mal eine kleine Keynote vorzubereiten, so 3 Minuten, die man dann auch vor der Kamera vorträgt, mit allem, was man so gelernt hat, und kann dann wirklich analysieren, wie war ich vorher und wie bin ich hinterher, nach dem Seminar. Ja. Und am nächsten Tag ist dann das Element Wasser, da geht es um Sprachfluss, also wie kann ich eine Unterhaltung lebendig halten, Fragetechniken, Einwandbehandlungstechniken, einfach Gesprächstechniken, um ein Gespräch zu führen. Weil wer sprechen kann, überzeugt, und wir verkaufen alle. Auch wenn jemand sagt, ja, ich bin ja nicht in einem Verkäuferberuf, wir verkaufen alle, immer und ständig. Ihr verkauft euch, ich verkaufe mich. Wer das besser kann, hat mehr Erfolg. So. Und ja, getreu dem Element Wasser werden wir dann mit einer eigenen Yacht, wo nur wir drauf sind, nur unsere Gäste, mit Catering auf dem Boot, durch die wunderschöne Marina schippern, abends, ja, wenn ihr die schon mal bei Abend, das ist ja, wunderschön, um die Palme bis zum Atlantis Royal, auch wunderschöner Abend. Ja, und am letzten Tag, am Sonntag, ist dann eben Analyse. Wie war ich vorher, wie bin ich nachher? Man sieht das also alles mit Zertifikatsübergabe. Naja, und das Ganze ist ja eine Bildungsreise.
Ja? Und Bildungsreisen lassen sich, soweit ich das weiß, von der Steuer absetzen, richtig? Perfekt. Nur mal so als Tipp nebenbei. Und da ist alles drin. 5-Sterne-Hotel, die komplette Verpflegung, alle Attraktionen, also Dinge, die du als Tourist gar nicht so schnell hättest buchen können. Und das biete ich an als Erlebnis. Wie regelmäßig machst du das Ganze? Mit wie vielen Leuten Maximum? Also es sind maximal 10, weil ich mich wirklich auf jeden Einzelnen noch konzentriere. Und das letzte Mal war zum Beispiel ein Kinderarzt da. Und der hat ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel mit seiner Mannschaft auch umgehen zu müssen oder mit besorgten Eltern umgehen zu müssen, als ein anderer. Und dann war jemand da, der verkauft Photovoltaikanlagen. Gut, für den geht es dann darum, wie gehe ich mit Kunden vernünftig um. Ein Apotheker war dabei. Ein Gaswasserinstallateur war dabei, also unterschiedliche Menschen. Eine Dame war auch dabei, die arbeitet in der Bank und ist in der Kundenbetreuung tätig. Die muss also am Telefon gut sein. Und bei 10 Personen gelingt es eben auch, sich wirklich auf die Gäste einzustellen und denen auch individuelle Tipps zu geben. Einer war auch aus der Versicherungsbranche tatsächlich da und war toll. Ich habe tolle Testimonials bekommen und deswegen nur 10, also 10 Maximum. Die lernen sich dann auch untereinander kennen, können netzwerken und das macht Spaß. Und die Veranstaltung hat bis jetzt wie oft stattgefunden oder wie oft planst du die jetzt? Also ich möchte, wenn das richtig alles läuft, möchte ich sie 4-mal im Jahr durchführen. 2-mal im Frühjahr und 2-mal im Herbst. Ne? Im Sommer, jemand, der Dubai nicht gewohnt ist, dem möchte ich nicht zumuten, hier im Sommer herzukommen. Schon echt heiß, Ich habe mich dran gewöhnt. Also Ja. ich finde auch, dass, ich weiß gar nicht, wenn die in Deutschland immer sagen, 37 Grad, wir brauchen hitzefrei, dann sage ich, was habt ihr denn? Wir haben hier 40, 45 Grad und geht auch. Ja, Bist also du auch im Anzug jetzt hier? Genau, und, also man keine muss ja gar nicht Schweißperle joggen. Ja? zu sehen. Aber ich finde, es ist auszuhalten und man gewöhnt sich auch dran. Und ich sage immer, alles ist besser als frieren. Oder? Ja. Ich hasse frieren. Geht mir auch so. Wirklich. Ralf, von meiner Seite meine letzte Frage, die mich immer sehr interessiert. Jetzt nochmal ganz kurz rausgezoomt, sag ich mal, du jetzt als Unternehmer. Was würdest du tun, wenn du jetzt 18, 19, 21 wärst, gerade vielleicht mit der Schule fertig, Abitur, Ausbildung angefangen? Wie würdest du jetzt nochmal ins Unternehmerleben reingehen, sagen jetzt mal für die Zuschauer, wenn jetzt jemand da dabei ist, der etwas jünger ist, du hast natürlich deine Erfahrungen gemacht in verschiedenen Branchen, was würdest du machen? Würdest du vielleicht auch empfehlen, erstmal sowas wie Fähigkeiten, Vertrieb, Verkauf, Speaking, wie du schon sagst, solche Fähigkeiten zu erlernen oder so ein bisschen Hals über Kopf ins Network Marketing oder sonst irgendwas? Was wären so deine Empfehlungen? Also zunächst mal solltest du dich ganz genau fragen, was du willst und für was dein Herz schlägt. Das Geld darf nicht im Vordergrund stehen. Also wenn du sagst, ja, ich weiß, da und da kann ich gut Geld verdienen, deshalb gehe ich in diese Branche, vergiss es. Das wird nichts. Also das wäre dann Zufall. Ja? Sondern frag dich, für was schlägt dein Herz mehr als für alles andere? Wo kannst du richtig gut drin sein? So, und dann lass dich nicht abhalten. Die meisten Menschen werden dir mehr erzählen, was alles nicht geht, als dass sie dir erzählen, was geht. Einschließlich Steuerberater übrigens. Schau auf die da sind, wo du hin willst. Okay. Also dieser Spruch, umgib dich immer nur mit den Menschen, die schon weiter sind als du, der ist Quatsch, weil wenn die das auch sagen, dann werden die sich ja mit dir nicht beschäftigen, weil die sind ja weiter. Ja. Es ist ja Quatsch. Aber lerne von Menschen, die da sind, wo du hin willst. Nehme Ratschläge von denen an, die es bewiesen haben, dass es geht und nicht von denen. Wenn ich das gemacht hätte, mein Gott, was hätte ich alles nicht getan? Also wenn ich auf meine Eltern gehört hätten, die gesagt hätten, bist du irre, dort zu kündigen, die bieten dir ein Stipendium an, andere wollen rein, ja, zu Volkswagen und du kündigst dort, um dich selbstständig zu machen in einer Branche, von der du ein halbes Jahr vorher noch gar keine Ahnung hattest, wenn ich darauf gehört hätte. Und ganz ehrlich, auch unsere Eltern, die meinen es natürlich gut mit uns, weil die lieben uns. Ja. Aber wenn ich meinem Vater die Verantwortung dafür gegeben hätte und hätte auf ihn gehört, dann wäre ich jetzt dort bei Volkswagen, vielleicht wäre ich jetzt Diplom-Ingenieur, weil ich das Studium gemacht hätte. Und was hätte ich dann? 6.000, 7.000 brutto. Ja. Diesen finanziellen Schaden hätte mein Vater mir doch gar nicht ersetzen können. Hätte er doch niemals. Und nicht nur der finanzielle Schaden, sondern welche Menschen ich nicht kennengelernt hätte, welche Skills ich nicht gelernt hätte, wenn ich auf andere Menschen gehört hätte. Also du musst Mut haben als junger Mensch, sei mutig, du kannst auch ruhig auf die Klappe fallen, das macht nichts. Hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben ist eine Schande, sage ich immer. Und frag dich, wozu es gut war. Das ist der Punkt. Aber sei mutig, hör auf die,
die weiter sind. Und vor allen Dingen ist auch meine Erfahrung, die wirklich richtig erfolgreich geworden sind, die sind nicht so, dass sie sagen, nee, ich behalte das für mich, ich erzähle das keinem. Die erzählen gerne davon. Die sind ja auch stolz, ich bin ja auch stolz darauf. Ja. Die erzählen gerne und helfen. Weil wenn ich andere erfolgreich mache, dann mindert das doch meinen eigenen Erfolg nicht. Das ist ja Mangeldenken. Ja. Ja. Und ja, das kann ich nur sagen. Guck, wofür dein Herz schlägt und hab Mut. Vielen herzlichen Dank. Hast du noch was? Ich denke, ich habe noch einige Fragen, aber das passt dann wahrscheinlich nicht mehr in den Podcast. Vielleicht haben wir noch mal die Chance in Zukunft, uns noch zusammenzusetzen in so einer Art und Weise. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und Einblicke gezeigt hast. Und bedanke mich sehr herzlich. Danke uns sehr herzlich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.